Ja, fangen wir an mit der Vorstellung. Also Rolf, du bist beim NCSC. Okay, das ist die schöne Abkürzung. Also ich bin vielfach tätig, zum einen beim NCSC Neubax, also Bundesamt für Cybersicherheit, dort ein Teilzeitmandat, bin beratend unterwegs und bin Titularprofessor an der Universität Zürich, immer zum Sicherheitsthema halt und letztendlich noch Herausgeber einer Bücherreihe zum Thema Informationssicherheit im amerikanischen Arthouse Verlag, wo ich selber auch schreibe. Und ich habe mir erlaubt, 3 Exemplare hinten aufzulegen, für die es interessiert, womit ich so meine Zeit zu Tode schlage. So, wenn jemand mehr über TLS wissen will, ich glaube, eins der Bücher ist so angeschrieben. Also mein Schwerpunkt ist angewandte Kryptographie. Angewandte Kryptographie, ja. Gut. Beim NCSC, was ist so die Haupttätigkeit, was du jetzt da machst? Also es ist sehr, sehr breit. Ja. Was wir im Moment vor allem machen, ist Risikomanagement, also Verfahren, wie man Risiken irgendwie erfassen kann. Mhm. In der Vergangenheit haben wir das immer quantitativ machen wollen. Und da stoßen wir an die Grenzen im Abschätzen von Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Das ist ein Riesenproblem in der Praxis. Und da versuchen wir etwas zu machen, das mehr auf Heuristiken basiert und weniger auf Wahrscheinlichkeitsrechnung. Okay. Das ist das aktuelle Thema. Also weit weg von Kryptographie. Okay. Tobias Christen, soll ich dich kurz vorstellen? Du mich oder ich dich? Nein. Nein, ich mich selber. Ich bin Informatiker von Haus auf. Ich habe für Großkonzerne gearbeitet, meistens im Bereich Sicherheit, sichere Applikationen und Sicherheitsarchitekturen. Novartis, Bankverein, UBS, Zürich Versicherung, aber habe auch für einen Firewall-Hersteller und Intrusion Prevention-Hersteller in Finnland gearbeitet als CTO und bin dann 15 Jahre habe ich eine eigene Firma aufgebaut im Bereich sichere Datenablage und sicherer Datenaustausch und habe dort jetzt eigentlich quasi das aktive Management beiseite gelegt und bin jetzt wieder zurück, mehr in die Technik. Also kannst du schon sagen, wie es heisst, die Firma? Die Firma DSwiss kennt man vor allem vom SecureSafe, ein Passwort-Safe und Dokumentenablage. Aber auch von UBS Safe und Deutsche Bank eSafe und so weiter. Und seit 1,5 Jahren arbeite ich jetzt für den Migros Genossenschaftsbund, sprich den Konzern, und leite dort die Enterprise Security Architektur, baue quasi mit einem neuen Team eine neue Architektur auf. Also, wo ich gehört habe, dass du das Migros gehst, habe ich gedacht, jetzt an der Kasse kann er ja nicht arbeiten. Aber was hat denn die Migros für IT, so dass es da einen Enterprise-Architekten braucht? Also erstens, Migros kennt man ja vor allem aus dem Retail-Umfeld mit irgendwie 3000 Filialen oder 5000 Standpunkten, wenn man Migrolin und Ender und so dazu nimmt. Gibt natürlich schon mal eine schöne Netzwerkinfrastruktur, die sehr viel Rechenleistung auch braucht für Industriesteuerungen, für Lagerverwaltungen und so weiter. Das sind also sehr divers. Dann kommen natürlich die anderen 230 Gesellschaften dazu. Zum Teil, haben wir jetzt gehört, verkaufen wir die wie Hotelplan oder gewisse Fachmärkte. Aber es sind immer noch 228 andere Gesellschaften, die dazugehören, in allen möglichen Bereichen. Eigentlich gibt praktisch nichts, was Migros nicht macht. Bildung, Gesundheit. Aber habt ihr alle eine IT? Oder? Traditionell, und ich glaube, das ist die große Herausforderung, traditionell haben die alle eine eigene IT. Also jeder hat was selber gemacht und das dünkt mich nicht optimal. Das kann man unterschiedlich betrachten. Das dünkt mich nicht optimal und ich denke, man kann Professionalität und man kann auch Kosten einsparen, wenn man eine zentrale Lösung aufbaut. Das haben wir im Security-Bereich gemacht. Wir haben ein Cyber Defense Center gebaut. Und das sind wir sehr stolz. Das ist ein Top Cyber Defense Center. Auch akkreditiert, gehört auch zu den privilegierten paar Gesellschaften, die an Informationen rankommen. Wir probieren dasselbe im IAM-Bereich, also Identity Access Management, aufzubauen, sodass alle Prozesse automatisiert werden. Also Zentralisierung geht oft mit Automatisierung einher und natürlich auch im Bereich HSM. Wir warten auf die Bestellung. Den Marcel habt ihr da schon kennengelernt, oder? Seit fast 10 Jahren weiß ich, wo das ist. Ja.
Gut, wir sprechen ja über Post-Quantum-Computing und die Gefahren und die Sachen. Und da ist ja der Quantencomputer ist ja der neue Supercomputer oder das neue böse Kind, das die Kryptographie oder einen Teil der Kryptographie kaputt macht. Bevor wir da hingehen, was er jetzt da kaputt macht, kennt ihr Anwendungen von Quantencomputern, die auch was anderes sind, die was helfen? Ja gut, es gibt angedachte Anwendungen im Bereich der Optimierung. Also wenn man den hätte, könnte man schon Schlaues damit machen. Trotz allem Hype. Aber eine der Hauptanwendungen ist schon das Brechen von Kryptographie, von asymmetrischer Kryptographie. Also ich sehe die Google und die IBM, ich glaube, die bekommen viel Geld, um Quantencomputer zu bauen. Die Chinesen stecken auch sehr viel Geld rein. Bei den Chinesen verstehe ich noch, die wollen die Kryptographie brechen. Bei IBM und Google verstehe ich jetzt nicht ganz, warum sie die Kryptographie brechen wollen, oder? Ja gut, es ist ein Hightech-Rennen halt. Jeder versucht der Erste zu sein auf diesem Gebiet, um sich zu platzieren, platzierst zu werden. Insofern ist es schon verständlich, dass die Großen da mitmachen. Ja. Und eben die Forschungstöpfe sind da, die man anzapfen kann und so weiter. Es gibt schon Anreize, in diesen Markt einzusteigen. Wir haben gesagt, es bricht die Kryptographie, Marcel, aber es bricht ja nicht alle Kryptographie. Was geht wirklich nicht mehr oder was ist gefährdet hier? Also grundsätzlich sind die heutigen klassischen asymmetrischen Verfahren, also ECC und RSA gefährdet. Die symmetrischen werden etwas schwächer, aber nicht so, dass sie wirklich gefährdet sind. Okay, also was heißt das? Ich meine, ich schalte meinen Rechner ein, das tut, oder? Also, da hast du etwas von HTTPS gesagt und grünen Balken und... Also das Risiko jetzt in diesem Szenario, das du jetzt gerade beschreibst, ist natürlich, dass die UBS, die behauptet, deine UBS zu sein, sie vielleicht doch nicht ist. Ob das realistischerweise selbst mit kurzen Schlüssellängen und einem gebrochenen Zertifikat, also die Anzahl Akteure, die das machen könnten, wäre wahrscheinlich extrem gering, respektive die Lebensdauer des Zertifikates vielleicht zu kurz. Also dann ist das noch nicht so sehr gefährdet? Das ist nicht so sehr gefährdet. Ich denke, die große Gefährdung liegt auf Langzeitspeicherung. Absolut. Also viele Firmen machen auch zur Integritätscheck, legen Daten vielleicht nur signiert ab. Allerdings ist dieser Integritätscheck dann vielleicht in, ich sage jetzt mal 30 Jahren optimistischerweise nicht mehr sicher möglich, weil es könnte auch in der Zwischenzeit beschissen worden sein. Schlimmer ist es noch bei Systemen, wo die Daten verschlüsselt sind und die Verschlüsselungsschlüssel, also die Datenverschlüsselung geht eigentlich immer symmetrisch bei großen Datenmengen, aber die Schlüssel werden dann gewrappt asymmetrisch, um auch die verschiedenen Zugriffsberechtigungen machen zu können. Da ist man früher in einem Problem, dass man vielleicht diese Schlüssel neu wrappen müsste oder respektive, wenn man das tut, vermutlich sämtliche diese Daten neu verschlüsseln müsste und den Zugriff auf diese Schlüssel mit neuen Verfahren wieder verschlüsseln. Tobi, kannst du das uns noch mal erklären? Ich erkläre es vielleicht an einem Beispiel von der Lösung, die ich im früheren Leben gebaut habe. Wir verschlüsseln tonnenweise Terabyte an Daten. Das ist mit D-Swiss einer der größten Filespeicher im Bankenumfeld. Und die Files werden natürlich mit AES verschlüsselt, weil das hochperformant ist und ein riesen Durchsatz. Und AES ist AES 256 ist nicht gefährdet. Ja. Und das ist das Gute daran. Also wir müssen quasi nicht, also die Firma muss nicht alles neu verschlüsseln. Jedes File ist mit einem eigenen Schlüssel verschlüsselt, aber dieser Schlüssel geht in einen Schlüsselbund und schlussendlich ist der wieder geschützt mit einem asymmetrischen Schlüssel. Und der muss ersetzt werden. Das heißt, die Raw-Performance auf eine Disk runterzuschreiben oder große Mengen an Daten über das Netz zu jagen, das wird symmetrisch verschlüsselt, das muss nicht geändert werden. Aber die initiale Phase, wo der Schlüssel ausgetauscht wird oder bei Unterschriften. Und das ist etwas, was vielleicht nachher noch zu sprechen kommt, sicher etwas, was bei uns in der Migro ein Thema sein wird. Digitale Unterschriften, die wir jetzt aktiv einsetzen, die verlieren quasi, wir rechnen damit, dass die ihre Gültigkeit irgendwann in ein paar Jahren verlieren werden. Siehst du noch andere Probleme? Oder? Nein, das ist das Hauptproblem. Ich denke, auch die symmetrische Welt
die ist quasi gerettet, seit Jahrzehnten schon. Wir haben AES 256 und das ist auch schon postquantenresistent letztlich. Aus rein Sicherheitsoptik würden 100 Bit eigentlich ausreichen, um zu chiffrieren. Das wäre sicher genug. Insofern hat man schon vor 20 Jahren 256-Bit-Schlüssel standardisiert, einfach weil man ein bisschen vorausgedacht hat. Wahrscheinlich. Der einzige Grund, weshalb ich das einsetzen würde, ist Postquantenresistenz. Insofern ist die symmetrische Welt eigentlich gerettet. Heute verdoppeln sie einfach die Schlüssellänge, dann sind sie resistent. Die Achillesferse ist wirklich die asymmetrische Welt und dort brechen alle Kryptosysteme. Asymmetrische Kurven, Diffie-Hellman, all das ist verwundbar gegenüber diesem Shor-Algorithmus, den wir auch schon seit 30 Jahren kennen, und dann einfach die Hardware nie bauen konnten. Das ist das heutige Thema eigentlich. Sind wir ja in der Lage, diese Hardware zu bauen, um diese uralten Algorithmen dann auch einzusetzen, um die asymmetrischen Kryptosysteme zu brechen. Und darum geht es letztlich. Ja. Und all diese Standardisierungsübungen haben nur den Zweck, diese RSAs dieser Welt zu ersetzen, durch neuere Verfahren, die danach resistent sind, wenn der Quantencomputer, der einst gebaut werden kann, weil sich hier die Spezialisten auch uneinig sein, ob das hier der Fall sein wird. Ja, ich habe so einen Kommentar gemacht, dass die Leute denken, der Quantencomputer kommt in den nächsten 5 Jahren und die Experten sprechen davon, dass er in den nächsten 30 Jahren nicht kommt. Aber das ist nicht, was in der Zeitung steht, oder? Also, der lustige Zeithorizont ist immer, es dauert ungefähr noch 10 Jahre und das wäre seit 20 Jahren. Wir werden sehen. Aber jetzt habe ich noch eine Frage. Wir haben ja da jemand vom Crypto Finance, von Bitcoins. Sind meine Bitcoins gefährdet mit dem Quantencomputer oder? Natürlich. Ja. Die Algorithmen müssen genauso angepasst werden, oder? Und das ist keine klare Frage, wie das stattfindet in einem dezentralen System. Ja, wir sind da in der asymmetrischen Welt und die haben ein Riesenproblem. Ja, ja. Marcel, du hast den Plan der NSA gezeigt. Jetzt die erste Frage. Eigentlich sind die NSA eigentlich die Bösen, oder? Die brechen ja die Kryptographie, das ist der Geheimdienst, oder? Also ja, natürlich, aber die NSA sind sowohl die Bösen wie auch die Guten. Also es gibt nur eine. 2 Gruppen. Genau, aber die NSA schlägt natürlich der eigenen Regierung vor, wie man mit Kryptographie umzugehen hat, damit die eigenen Geheimnisse sicher sind. Ich gehe davon aus, dass Sie Ihrer eigenen Regierung nicht vorschlagen, Algorithmen und Schlüssellängen einzusetzen, die Sie selber brechen können. Aber undenkbar ist auch das nicht. Das war schon der Fall. Also wir haben einen Plan oder so und dann haben wir jetzt, letzte Woche habe ich gelesen, du hast auch kommentiert von Apple, was Apple macht. Kannst du was dazu sagen? So. Ich glaube, es ist die zweite Firma nach Signal, die sich vorbereitet und aktiv ihre eigenen Protokolle umstellt auf Quantenresistenz, also Quantensafety. Ich finde das sehr sinnvoll und sehr löblich, dass Großfirmen diesen Schritt schon machen. Wir als Migros sind mit allen größeren IT-Herstellern irgendwie verbandelt, sei das Google oder Microsoft oder IBM insbesondere. Und da sehen wir natürlich nicht dieselbe Readiness bei allen. Ja, das war ja für die iMessages, oder? Ich denke nur bei den iMessages, okay. Ich hoffe, meine iMessages sind nicht so wichtig, dass jemand die verbrechen will, oder? So, ich komme heute ein bisschen später nach Hause. Nein. Ich glaube, das Szenario, auf das wir uns, auch jene wie Migro, die eigentlich relativ wenig, vergleichsweise, wenn ich jetzt hier Banken vertrete, sehr weniger Wert auf Vertraulichkeit und mehr auf Integrität und Verfügbarkeit legt. Das Szenario, das sich die meisten vorbereiten, ist Record Now, Decrypt Later. Das heißt, wenn etwas mehr als 5 Jahre vertraulich bleiben soll, dann sollte man jetzt eigentlich bereits mit neuen Mechanismen unterschreiben oder verschlüsseln. Also das heißt wirklich, dass wir haben das jetzt mit verschlüsselt und gerappt und weil wir es mit dem RSA-Schlüssel gerappt haben, denken die Leute, sie können die verschlüsselte Nachricht bei sich speichern oder abzapfen und dann irgendwann dann in 5 Jahren entschlüsseln. Also etwas, was in 5 Jahren noch wichtig ist. So, okay. Das ist unsere interne Assumption, wenn es länger als 5 Jahre geheim oder vertraulich bleiben soll. Habt ihr denn Geheimnisse bei der Migro, die 5 Jahre geheim bleiben müssen? Ja, es gibt es. Also es ist nicht die Masse, das darf man auch sagen, aber das sind sicher
gewisse Finanzinformationen über Margen, das sind Rezepte, das sind Ausschussberichte und so weiter, die in diese Richtung gehen. Also jetzt zu dir, Rolf. Du bist beim NCSC, beim Bund. Die NSA von den Amerikanern hat einen Plan. Was ist der Plan vom Bund? Das ist nicht nur der Plan der NSA, dass es das NIST, das diesen Wettbewerb moderiert hat, und das ist eine weltweite Übung. Ja. Das sind alle Kryptografen dieser Welt machen damit letztlich. Ja. Das wird so von Amerika moderiert, aber der Wettbewerb selber ist offen, komplett offen. Aber jetzt die Umsetzung, gibt es einen Plan beim Bund? Aber der Bund macht das, was alle machen, die Resultate des Wettbewerbs abwarten und diese Systeme dann versuchen zu deployen, wo immer möglich hat. Ja. In diesem Hybridverfahren, von dem Marcel gesprochen hat, das ist eigentlich wichtig, dass man beide Verfahren kombiniert einsetzt, weil wenn ich nur auf das neue Pferd setzen würde, wer sagt, dass das dann nicht bricht, mit herkömmlichen kryptanalytischen Verfahren. Ja. Aber habt ihr beim Bund, sagen wir jetzt, im nächsten Jahr wollen wir Hybrid signieren und diese Systeme müssen umgesetzt werden, oder wo seid ihr da? Also, das ist von Case to Case, von Applikation zu Applikation. Nicht überall kann man überhaupt etwas machen, vieles ist Legacy und da hat man gar keine Wahl. Ja. Also man muss dort ansetzen, wo man etwas machen kann, diese Systeme, die man selber baut, die man kauft auf dem Markt, das vielleicht zu einem Kriterium machen und so weiter. Aber es gibt keine allgemeingültige Regel, die man hier anwenden kann. Das ist von Fall zu Fall. Und je geschlossener das System, umso besser die Karten. Ebenso iMessage oder auch Signal sind halt geschlossene Systeme. Da kann man relativ schnell die Migration machen, wenn dann TLS eben maximal offen ist. Und da wird es auch maximal lange dauern, bis wir das deployed haben. Ja, TLS ist ja eigentlich der ganze Internet-Traffic, oder? Das ist alles, was wir machen, ja. Also ich denke, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, beim Bund gibt es, also das ist ja alles ein bisschen da im Umbruch, habe ich das Gefühl, beim Bund, so mit wer für was verantwortlich ist und wer was macht und wer jemand anderen auf die Finger schauen darf und so. Aber plant ihr eine Arbeitsgruppe zu machen oder so, wo wir das machen? Also ich sehe hier Leute, die sind beim EJPD dabei, die sind beim BIT dabei, die sind beim... diese Arbeitsgruppe hat es gegeben. Von der RUAG hat es auch Leute hier, genau. Ja. Vor 10 Jahren hatten wir so eine Arbeitsgruppe und da ist man zu diesem Schluss gekommen, einfach möglichst viel symmetrisch zu machen, was geht, und dann auch Standards zu setzen, zu warten, bis das in den Produkten sich wiederfindet. Wir haben vor 5 Jahren diese Empfehlung noch einmal aufgefischt und wir werden es wahrscheinlich wieder machen, aber die Grundaussage bleibt immer die gleiche. Aber einen harten Zeitplan gibt es noch nicht, so wie wir das sehen. Nein, wie gesagt, es ist extrem schwierig, einen allgemein verbindlichen Zeitplan aufzustellen. Das hängt so an den Einzelheiten der Projekte, dass das nicht allgemeingültig festgelegt werden kann. Und da kann fast jedes Departement machen, was es will. Das ist sowieso der Fall. Föderalismus oder so. Ja. Und der Kanton Zürich macht es dann auch noch anders, ja genau. Je größer die Organisation, umso mehr ist das der Fall. Okay. Tobi, du bist bei der Migros auch der Verantwortliche für PQC, oder? Was macht ihr? Habt ihr einen Plan? Ja, wir haben einen Plan. Was? Also es hat irgendwie vor 1,5–2 Jahren angefangen. Der Bund hat da vor 10 Jahren schon angefangen. Also ein bisschen Vorsprung haben Sie, ja. Es kam also eine Diskussion, wir haben eine gute Zusammenarbeit mit IBM, ist eben von IBM hier, Rüschlikon. Gute Zusammenarbeit. Das hat einen halben IBM vertreten, kann ich mir vorstellen. Mit IBM Rüschlikon und das ist ein offener Austausch, und aus diesem Austausch hat sich ergeben, wo IBM steht in der Entwicklung von Quantencomputer. Das ist sehr eindrücklich, die Roadmap, die sie hingelegt haben und jetzt weiterziehen. Also die liefern im Jahresrhythmus die Roadmap ab, die sie definiert haben. Und das hat uns schwer beeindruckt. Und hat auch gezeigt, dass IBM mit Rüschlikon, glaube ich, ein Zentrum, weltweites Zentrum hat, das sich auf dem Gebiet spezialisiert, und wir haben es quasi vor der Tür. Da muss man schon ein bisschen davon nutzen sehen, dass wir haben diesen Austausch. Und aus dem haben wir dann ein kleines Consulting-Engagement gemacht, wo IBM den Impact für Migros aufgezeigt hat, wie Migros Management, IT-Management, COO aufgezeigt hat, und die haben gesagt, okay, mit dieser Roadmap und mit diesem Impact sollten wir uns was überlegen. Und dann hat mein Chef, der CISO, der Lukas Ruf, hat dann gesagt, okay, wir machen quasi ein Competence Center, also wir bauen die Kompetenz auf, damit wir das selber beurteilen können, was die Bedrohung ist und was die
wie ein möglicher Plan aussehen könnte, wie wir unsere 230 Firmen unterstützen können und welche Policies wir ausgeben sollen. Das haben wir jetzt im Laufe der letzten 12 Monaten aufgebaut, haben auch wieder mit Externen zusammen diese Analysen gemacht und sind dann zum Schluss gekommen, dass wir wie du gesagt hast, natürlich auch auf Hybrid setzen. Also es gab ja mal eine Zeit, wo man gesagt hat, gibt es eine Ablösung oder funktioniert das mit Hybrid gut? Nun haben wir Prototypen gebaut oder POCs, Proof of Concepts gemacht, wie das in verschiedenen Szenarien von Verbindungen, VPN-Schutz, Signieren und so weiter funktionieren könnte, welche Toolings das es schon gibt, wie reif sind die einzelnen Libraries, die auf dem Markt hat. Und haben gefunden, es geht eigentlich schon recht erstaunlich gut. Wir waren dann positiv überrascht, obwohl das noch die Standardisierung noch nicht abgeschlossen ist, ging es eigentlich recht gut. Wir haben dann mit den größeren Herstellern gesprochen, wo steht Google, was machen sie, wo steht Microsoft, was machen sie. Und gibt ganz verschiedene Ansätze. Die einen kommen top-down, wie Apple direkt aus den Produkten, die anderen bottom-up, wie Google quasi aus der Infrastruktur, Libraries hoch. Und wir haben uns dann zum Ziel gesetzt, dass wir in diesem Frühling die Policen, respektive den Fahrplan absegnen lassen vom Top-Management. Das ist jetzt im Gange und das sieht dann eben auch eine Roadmap vor, ab wann man nur noch Produkte einkaufen kann, die ready sind, also die Quantum safe sind. Das hat aber auch schon im letzten Jahr begonnen, als wir eine große Netzwerkinfrastrukturumstellung angezeigt haben und aufgesetzt haben. Dann haben wir dazu mal schon gesagt, dass es kommt nur etwas in Frage, das bereits Quantum ready ist oder Quantum safe ist. Immer mit dem Background, also verschiedene Systeme haben Investment Lifecycle von 5 Jahren, 10 Jahren, 30 Jahren. Also wenn man in die Industrie geht, sind die natürlich extrem lange Investment Lifecycles. In der Netzwerkinfrastruktur sind es dann vielleicht 5 bis 10 Jahre. Und wenn ich jetzt sage, ich erwarte, dass in den nächsten 5 bis 6 Jahren etwas passiert in dem Bereich, dann muss ich jetzt eigentlich bereits umstellen im Einkauf. Und das werden wir machen, also wir werden nur noch Produkte einkaufen wollen, die das unterstützen. Und es gibt dann wahrscheinlich immer noch risikobasierte Ausnahmen. Ja, genau solche. Nur so schöne. Und es gibt wahrscheinlich immer noch risikobasierte Ausnahmen, weil nicht jeder Hersteller so weit ist und man vielleicht trotzdem auf den Hersteller angewiesen ist. Aber das ist mal das eine. Und das andere ist, dass wir halt selber die eigene Entwickler-Community umstellen oder ready machen wollen auf Crypto Agility, sprich wenn sie Algorithmen einsetzen, dass man die Library so updatet und die Nutzung der Library so updatet, dass es ein Wechsel quasi nur ein Konfigurationsparameter ist. Das ist ein langfristiges Investment und ich glaube, man muss jetzt anfangen, damit es billiger kommt. Wenn ich im letzten Moment umstelle, dann wird es unendlich teuer. Dann muss ich alles ersetzen. Das heißt, ich muss jetzt die nächsten 10 Jahre nutzen, um diese Umstellung, die nächsten 5 Jahre nutzen, um jeder Lifecycle, der kommt, bereits so umzustellen, dass die Geräte... Aber habt ihr jetzt einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, ab dem 1. Mai 2025 werden die PKI nur noch mit Quantenhybrid signiert oder so? Also wenn wir jetzt PKIs kaufen würden, dann würden wir nur noch solche kaufen. Der nächste das ist bei uns ein Lifecycle, aus PKIs ein Lifecycle, also wenn der nächste Lifecycle kommt, dann wird es sicher solche sein. Ja, es wird ab 25, also wir haben so einen vierstufigen Plan und ab 25 kommt die erste Stufe. Ja. Okay, gut. Jetzt, der Rolf hat es ja auch schon angetönt, einerseits ist die Selektierung, Zertifizierung oder Definition, Spezifikation noch nicht ganz abgeschlossen. Man ist immer noch, oder Marcel sagt so schön, die Algorithmen sind bestimmt, aber die Protokolle, wie man sie brauchen soll, sind noch ein bisschen hier und her. Aber wir brauchen jetzt Algorithmen von der NIST. Dann ist wieder die Frage, ja, das sind die Amerikaner und haben die eine Backdoor eingebaut, können wir denen trauen? Na gut, also der Algorithmus, den wir jetzt selektiert haben, ist eigentlich von IBM. Das ist natürlich keine jetzt amerikanische Firma. Keine amerikanische Firma. Und es ist natürlich schon so, dass ja nicht nur, dass die ganze Kryptografen-Community sich das angeschaut hat und Kommentare macht, zum Teil mit weniger Begeisterung, die gibt es also durchaus auch. Aber ich glaube, einen besseren Prozess kennt die Welt nicht. Ja. Unabhängig der Algorithmen, wie sieht es eigentlich mit der Verifikation der Implementierungen aus? Also welche Maßnahmen im Bereich Kryptoengineering wurden dann schon mit diesen neuen Algorithmen getätigt?
bin ich kompatibel, da müsste man die Hersteller fragen. Aber das ist eine gute Frage, weil dort wird dann die Spreuzen vom Weizen sich trennen. Man kann einen sicheren Algorithmus dann nicht so gut implementieren und es gleich weit am Schluss des Tages. Ich denke, das ist... Also die Frage geht ein, wenn man so eine Box hat, ist natürlich schön, weil die schützt ja einen, setzt alles daran, dass der Algorithmus halt so ausgeführt wird, wie er angedacht ist. Aber wenn die Library auf ein System kommt, dann ist es vorbei. Und wenn da der Algorithmus, ich sage jetzt mal, schlecht implementiert ist, oder man genau weiß, der Algorithmus befindet sich auf einem 1 oder einem 0, dann fliegt einem die ganze Sicherheit um die Ohren. Da muss ja ganz viel gemacht im Bereich RSA, die Behelmern etc. Wie sieht das jetzt eigentlich bei den quantenresistenten Algorithmen aus? Wenn man da nichts oder nichts vorweisen kann, dass diese Zertifizierung gemacht wurde, scheint mir das schon etwas fehlbar, was meinen Sie? Also das wird erst passieren. Also wir haben jetzt die Algorithmen und wir werden jetzt diesen ganzen Side-Channel Angriffbarkeit werden wir sicher in den nächsten, ich schätze eher 10 Jahre als 5 Jahre, da wird laufend eine neue Erkenntnis kommen. Und natürlich, ein Gerät hilft, weil es kann wenigstens so die ganz grundlegenden Eigenschaften sicherstellen, nämlich wir können keine Power-Analyse machen, wir können keine Timing-Analyse machen. Beides geht natürlich in einer reinen Software-Implementation einfach und es geht vielleicht sogar nebenbei ohne direkte Interaktion. Also das Interessante war ja mit den Algorithmen von der NIST, oder? Die haben ja einen schönen Wettbewerb gemacht, ich weiß nicht, ob alle das wissen, und gesagt, wir wollen jetzt quantensichere Algorithmen, und dann hat jeder, der einen Kryptographenname hatte, noch einen Algorithmus eingereicht. Und das Brutale war ja, dass da die Algorithmen selektiert wurden und engere Gruppen gemacht wurden, und dann wurden die angegriffen, und einer nach dem anderen blieb am Wegrand liegen, weil er gebrochen wurde, oder? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir Hybrid signieren wollen. Wir wissen nicht, ob diese Algorithmen, dieses Dilithium oder der Kyber oder so einer doch noch gebrochen wird, oder? Und dann haben wir immerhin noch die RSA, die noch nicht vom Quantencomputer gebrochen worden sind. Die multivarianten Polynome, die haben sich ja als ziemlich unsicher herausgestellt. Die ersten Versuche mit den Lattice-basierten wie NTRU, der hat auch irgendwie etwa 5 Anläufe gebraucht, bis es jetzt hoffentlich sicher ist. Also, dass da noch mehr kommen kann, sehe ich als eher wahrscheinlich als das Gegenteil. Was mich in dem Zusammenhang sehr wundert, ist, dass man sehr wenig über hybride Zugänge im Encryption-Key-Wrapping-Bereich hört, die ja durchaus möglich wären. Ich glaube nicht, dass... Alternativen im Kernbereich. Wir hören von hybriden Signaturen, und wenn ich zweimal signiere und verlange, dass beide Signaturen gültig sind, dann habe ich das natürlich erreicht, oder? Aber im Key-Wrapping-Encryption-Bereich... Dort wird es auch gemacht, eben iMessage-Signal, die machen genau das. Die kombinieren Diffie-Hellman mit Kyber. Das ist auch Hybrid dort. Das gilt in beiden Welten, dieser hybride Ansatz ist generell gut. Eben. Ja. Ja. Es gibt auch bei Cloudflare und bei Google und so diverse Bestrebungen, das einzusetzen. Und eben eine der Hauptanwendungen ist eben TLS, dass man Chem in TLS einbauen kann. Da gibt es Bestrebungen, das zu standardisieren. Da gibt es schon Fortschritte. Ja, genau, aber dann willst du eben hybrid arbeiten in dem Sinne, dass du RSA und einen Quantum Safe einsetzt, weil die Erfahrung mit den Quantum Safe Algorithmen ist so gering, dass die Wahrscheinlichkeit in den nächsten 10 Jahren noch eine Vulnerability zu finden hoch ist. Machst du einfach Secret Sharing und wrappst 2 Komponenten, oder? Und da habe ich bis jetzt noch keine Approaches gesehen, dass man sowas für TLS zum Beispiel standardisieren würde. Und das würde nun wirklich eine Standardänderung brauchen. Ja, ich denke, wenn man es in TLS einbaut, wird genau das passieren, dass man es hybrid macht. Ich denke nicht, dass man nur auf das Pferd Postquantencryptografie setzen wird. Da ist noch nichts passiert, oder? Ich glaube, da gibt es schon Drafts und so weiter, da sind die Leute schon dran. Aber es ist eben ein maximal offenes System, viele Leute haben viele Ideen, das zunächst einmal konvergieren ein bisschen. Das dauert sehr lange. Dort eben Apple und Signal haben es viel einfacher, die können das promoten einfach mal. Das wird kommen in der IT. Ja. Das ist die andere Frage noch, oder? Jetzt wenn wir da Hybrid signieren, und der Mars hat es gesagt, wir haben
Das Glück bei Securus ist, können wir ein Gerät bauen, das beides gleichzeitig kann mit der hohen Geschwindigkeit. Aber du hast gesagt, es sind längere Unterschriften, größere Schlüssel, es braucht mehr Speicher, der Verbindungsaufbau geht langsamer. Also wenn ich da auf die blöde Webseite warte, geht es noch länger, oder? Also das sind die Auswirkungen. Das sind die Auswirkungen, wobei natürlich, also bei der heutigen Netzwerkinfrastruktur, wirst du als normaler Anwendung diese zusätzliche Latenz wohl kaum merken. Da meinst du, ist es unser eigenes Netzwerk hier das Problem? Das ist mehr, genau. Aber auf technischer Ebene spielt das natürlich durchaus eine große Rolle in der Leistungsfähigkeit der Systeme. Also im Großen spielt es schon, für dich, wo sowieso nicht mehr als irgendwie einmal pro Sekunde klicken kann, ist es, glaube ich, nicht so relevant. Habt ihr bei der Migros schon überlegt, dass es Performance-Einbußen gibt oder sowas? Oder denkt ihr einfach, es wird teuer, das braucht Geld? Wie schafft ihr das? Schlimm ist, wenn es so Schlitzohren gibt, die sagen, das neue Gerät kostet jetzt mehr, weil es quantensafe ist. Das haben wir tatsächlich teuer, ja, im Sinne von mehr Dollar. Aber vor allem gibt es tatsächlich Hersteller, die sagen, ja, wenn du das willst, dann kostet es eine zusätzliche Lizenz und das wird mir sehr unsympathisch. Kann man nicht groß nachvollziehen, warum dem so sein sollte. Mit so einem Gerät ist es was anderes, aber bei einer normalen Software-Lizenz... Oh, jetzt ist es teurer geworden. Das ist, glaube ich, teurer jetzt. Aber bei einer normalen Software kann ich das nicht nachvollziehen. Ja, das ist ja eigentlich der Grund, warum wir so früh beginnen wollen, weil wir das überall im Lifecycle machen wollen und dann auch mehr Zeit haben, um etwa eine Alternative zu evaluieren, falls jemand uns abzocken will. Oder sagen wir auch die Erfahrungen sammeln, welche Systeme kaputt gehen. Ja. Der Mars hat gesagt, die Datenbanken, die Schlüssel in Datenbanken sind fixierte Länge, so hat nicht jeder eine offene Datenbank oder eine limitierte Datenbank. Gibt es Fragen aus dem Publikum für unsere Experten? Anwender. Leute, die sich mit PQC rumschlagen? Vielleicht eine etwas zynische Frage. Bei großen Unternehmen weiß man ja oft gar nicht genau, was man für Systeme man hat im Bereich Kryptographie. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und das ist genau, also viele große Unternehmen haben vielleicht nicht mehr eine gute Configuration Management Datenbank und geschweige dann noch die Kryptoinfo drin. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt langsam probieren herauszufinden, was ist der beste Weg, wie wir diese Übersicht bekommen. Also bei IBM hat man jetzt die S-Bomb mit C-Bomb, also mit einer Krypto ergänzt. Also es gibt eine Struktur, wie man es beschreiben könnte. Das ist, glaube ich, nicht das Key-Kriterium, sondern man muss herausfinden, was wo verwendet wird. Und für das haben wir jetzt einen Scan oder ein automatisiertes Inventarisieren begonnen, wo wir die URLs, also wir haben irgendwie 5000 Applikationen, für diese 5000 Applikationen brauchen wir jetzt alle aus der Architekturdatenbank, brauchen wir dann die URLs dazu und beginnen wir eigentlich mit dem Inventar, mit dem Krypto-Inventar. Aber jetzt im Bereich Industrie ist das trotzdem nicht möglich. Genau. Scanning. Dort wird schwieriger, das ist richtig. Andere Fragen aus dem Publikum? Wer schlägt sich schon mit PQC rum im Publikum? Okay, doch ein paar. Okay. Gut. Jetzt eigentlich die Frage vom Panel war ja, wie dringlich die Dringlichkeit von PQC. Das ist meine letzte Frage. Wie dringend ist es oder gibt es anderes, wo wir zuerst flicken sollten im Cyberbereich, bevor wir uns um PQC kümmern? Ja, unbedingt. Das Schöne an diesem Thema ist, wir haben unendlich Zeit. Das ist selten im Sicherheitsbereich. Meistens kommen die Probleme am Morgen und dann sind sie da. Wir haben etwas, wo wir uns vorbereiten können. Insofern ist es alles gut, sich vorzubereiten, aber nicht in Hektik verfallen, weil der Computer wird nicht morgen kommen. Wenn wir IBM, die Karte von IBM sind ein paar hundert Qubits. Und um RSA zu brechen, brauchen wir ein paar hunderttausend Qubits. Das ist eine ganz andere Liga. Insofern, wir haben Zeit, wir können uns in Ruhe vorbereiten, wir können die Standards adaptieren. Ich glaube, wir sind fast fertig. Es gibt jetzt auch eine zweite Runde bei den Signaturalgorithmen, aber ansonsten haben wir es auf dem Tisch, im Draft zumindest, die Spezifikation. Insofern läuft alles gut, denke ich. Und wir werden es in den Griff kriegen. Die symmetrische Welt ist sowieso gerettet. Wir müssen einfach die asymmetrische ein bisschen ersetzen dort, Algorithmen ersetzen, oder ergänzen, besser gesagt.
mit postkontenresistenten Algorithmen. Aber das also es klingt so ein bisschen, wie man es besser sagt, nur nicht gesprengt. ich komme aus Bern. Also ich tendiere da ein bisschen zu einer anderen Meinung. Also Okay. ich glaube, was mich, das sind ja zwei Sachen, die mich beeindruckt haben. Das eine ist die Systematik, wie die Roadmap von IBM umgesetzt wird und wie man schlussendlich diese Computer jetzt auch mit der neuesten Generation kombinieren oder aggregieren kann. Und das andere ist, wie viel mehr Geld in China ausgegeben wird als in der restlichen Welt auf diesem Thema. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, Die brauchen das, um neue Moleküle zu erforschen, oder? Das ist genau das Problem, ja, genau. Neue Autofarben und Corona-Medikamente, genau. Nein, ich glaube, es ist wenig voraussehbar. Wer hätte vor 4 Jahren gesagt, wo wir heute stehen mit AI? Es ist wenig voraussehbar, was passiert in 5 Jahren. Und ich würde keine Aussage machen wollen, was in 5 oder in 10 Jahren ist. Aber das ist der Horizont, den wir jetzt angucken müssen, wenn wir Geheimnisse schützen wollen, die 5 oder 10 Jahre, oder Verträge, die 5 oder 10 Jahre halten sollen. Und beim Vertrag gehe ich davon aus, dass wir eher alles neu unterschreiben müssen, in 5 bis 10 Jahren. Okay. Also ich bin vorsichtiger. Ja. Marcel, gibt es andere Probleme, die wir zuerst lösen sollten, bevor wir... Also ich denke, der Schritt 1 ist, dass wir überhaupt die Daten alle sicher verschlüsseln mit der korrekten Zugangskontrolle. Auch das ist in sehr vielen Unternehmen nicht umgesetzt. Insbesondere, da sehr viele Unternehmen jetzt den Weg in skalierbare Cloud-Lösungen gehen, denke ich, hat das Vordringlichkeit und ist auch kein Problem quantencomputertechnisch, weil nämlich erstmal die Verschlüsselung symmetrisch ist und wir uns über die Speicherung der symmetrischen Schlüssel erstmal Gedanken machen müssen. Es ist nicht zwingend notwendig, diese Schlüssel natürlich asymmetrisch zu wrappen. Es gibt die Möglichkeit, auch Millionen von Schlüsseln in so einem Schlüsselspeicher abzulegen. Das war der Werbespot. Brauchen Sie sichere Schlüsselspeicher? Lagen Sie es nicht im Fallsystem ab oder auf einem USB-Stick? André, das ist noch eine Frage. Ich glaube, das habe ich mal eine Ergänzung, ich glaube, wir würden uns gut daran tun, dass wir genau wissen, wo wollen wir eigentlich heute welches kryptografische Verfahren einsetzen und setzen wir es heute ein. Also, ihr habt es schon angesprochen, eigentlich wäre es heute schon wichtig, ich habe den Inventar, wo mit welchem Verfahren zu arbeiten ist. Kenne auch alle Daten. Es hilft recht wenig, wenn ich alle diese Möglichkeiten habe, aber gar nicht weiß, wo ich sie anwenden soll. Dann kann man immer noch priorisieren. Ja, weil dann kann man priorisieren. Und es gibt ja auch in diesem Bereich, sage ich mal, in vielen Bereichen sind es sogenannte Wegwerfschlüssel, Wegwerferschlüssel, und die ist für den Moment okay, und dann schmeißen sie ja weg. Und es gibt halt, wie angesprochen, gewisse Verträge, gewisse Daten, die brauchen halt eben einen Langzeitschutz, aber es hilft natürlich wenig, wenn ich nicht weiß, wo ich diesen Langzeitschutz anbringen soll, beziehungsweise dieses Schlüsselmaterial bei Bedarf oder, wenn es wirklich notwendig ist, ersetzen muss. Oder was auch schon angesprochen worden ist vorhin, wenn ich dann halt eben in Richtung Key Exchange gehe, ich nehme das Verfahren, das sicher ist, und erst im Moment, wo ich eigentlich nachweisen kann, dass dieses Verfahren vielleicht nicht mehr sicher ist, dann flippe ich. Aber solange fahre ich eigentlich das alte Verfahren, aber das heißt auch da, ich muss wissen, was sind meine Kommunikationspunkte und was ist da. Ja, es ist so, wie du sagst, was habe ich für welche Zertifikate, Verschlüsselung in meinem System, und vielleicht sollte das Zertifikat erneuert werden, bevor es abläuft und das System steht. Das ist dann der erste Schritt, und der nächste Schritt wäre dann zu entscheiden, wann man es rüberbringen muss. Ja. Danke, André. Hat es noch andere Bemerkungen, andere Kommentare im Panel? Chris? Eine Frage vielleicht. Wenn Sie jetzt das Inventar machen von aller kryptografischen Verfahren, die genutzt werden durch eine ganze Firma, sagen Sie, das sind vielleicht 5000 verschiedene Applikationen. Und wenn man das Inventar hat, heißt, dass man die einzelne Applikation anpassen muss, um diese Kryptographie zu ändern bei jeder Applikation einzeln oder die Verfahren. Das ist der Weg, der geschlagen wird. Ich denke, den Weg, den wir verfolgen, der eignet sich in vielerlei Hinsicht, um eine Effizienzsteigerung hinzubekommen. Schlussendlich, wenn ein Migros in einer Situation ist, wo sie 5000 Applikationen hat, hätte sie sich vielleicht schon länger mal überlegen müssen, warum haben wir nicht Plattformen, wo quasi diese Grundfähigkeiten abgedeckt sind und ich das nicht auch obligatorisch durchsetzen muss.
Und da ist natürlich die Migros dran, die machen große Umstellungen, Konsolidierungen und so weiter, auch im Sinne von, oder im Zuge eines Cloud-Moves. Und in diesem Zusammenhang müssen wir uns auch überlegen, wie lösen wir in Zukunft effizienter, dass wir nicht alles anfassen müssen. Aber sonst, wenn man 5000 Legacy-Applikationen hat und vielleicht sind 50 bis 100 davon so relevant, dass sie vertrauliche Informationen haben, die ich jetzt schon bald schützen möchte, dann würde ich mich eben muss ich erstmal herausfinden, was ist mit den 50 los. Und da haben wir auch SaaS-Provider, die jetzt halt einfach zeigen müssen, was ihre Roadmap ist. Und wenn sie das nicht zeigen können, dann wird es irgendwann eine neue Ausschreibung geben. Cool. Letzte Chance. Gut. Dann möchte ich danke vielmals, Rolf, Tobias, Marcel, für das Panel.